Hallo zusammen! Vor kurzem ist ja die neue Apple Watch Ultra 3 erschienen. In diesem Video möchte ich die Frage klären, lohnt sich ein Upgrade von der Ultra 2 auf die 3 und eignet sich die Ultra 3 mittlerweile als Sportuhr? Mein Hauptaugenmerk des Kanals ist ja auch Sport, daher würde ich auch hier mehr auf die Sportaktivitäten eingehen. Doch zuallererst werfen wir einen kurzen Blick auf die Modellausführung. Die Apple Watch Ultra 3 erscheint in einer Größe mit 49 mm und du kannst dich zwischen der Farbe Schwarz und Titan Natur entscheiden. Gewichtstechnisch wiegt die Uhr 61,6 Gramm in der Naturfarbe und 61,8 Gramm in der schwarzen Farbe. Ganz interessant ist dann vor allem das Gehäuse, das hier aus Titan besteht, besser gesagt aus dem Titan Grad 5, was sehr robust ist und vor allem auch gegen Salzwasser beständig ist. Ein markantes Merkmal der Apple Watch Ultra 3 ist dann eindeutig das Display, das hier 1,92 Zoll groß ist und eine maximale Helligkeit von 3000 Nits erreicht. Verbaut wurde hier das neue LTPO3 OLED Display. Also hier gab es auf jeden Fall ein Upgrade gegenüber der Ultra 2. Besonderheit des Displays ist, dass es hier bis auf 1 Hertz runterregulieren kann. Das heißt also, du kannst dann sogar die Sekundenzeiger im Ruhemodus sehen. Geschützt wird das Display dann hier mit einem Saphirglas. Das heißt also, wenn du irgendwann mal hängen bleibst, hast du auch nicht direkt einen Kratzer hier in der Oberfläche. Darüber hinaus unterstützt die Apple Watch Ultra 3 auch schon wie seine Vorgänger dann hier den Nachtmodus. Das heißt also, wenn du von der Apple Watch Ultra eigene Zifferblätter verwendest, das heißt das Wegweiser-Zifferblatt Modular Ultra oder das Wegpunkter-Zifferblatt, dann bekommst du auch hier einen roten Modus angezeigt, was nachts die Augen schont. Ein kleines Manko, dieser rote Modus hast du nur auf dem Zifferblatt. Bei den Apps oder generell bei der Bedienung ist dann hier alles in der normalen Farbe. Aber insgesamt kann man sagen, das Display der Apple Watch Ultra 3 ist hier für den Outdoor-Bereich wirklich sehr gut geeignet. Bei der Steuerung selbst funktioniert das hauptsächlich primär über das Touch-Display, welches auch selbst bei Nässe sehr gut reagiert. Du hast dann auch rechts nochmal eine Krone und eine Zurücktaste, wie wir es von den Apple Watch Uhren kennen. Eine Besonderheit der Ultra-Uhren für alle Generationen ist dann hier der Action-Button oder die Aktionstaste. Diesen kannst du dann hier mit verschiedenen Funktionen belegen, sei es zum Beispiel mit einer Taschenlampe, einem Trainingsstart oder ein Sprachmemo. Du hast aber auch die Möglichkeit, im Bereich der Kurzbefehle eigene Kurzbefehle für die Apple Watch Ultra 3 anzulegen. Das heißt also, wenn du zum Beispiel eine Kamera-App starten möchtest, ist das hier über die Apple Watch Ultra möglich. Im Bereich der Konnektivität bekommst du mit der Apple Watch Ultra 3 dann auch den neuen 5G-Chip verbaut. Dies ist aber nur nutzbar, wenn das dein Vertrag unterstützt. Soll das nicht der Fall sein, wird dann auf 4G zurückgegriffen. Großer Vorteil des 5G-Chips ist dann auf jeden Fall hier die Netzabdeckung bzw. die Konnektivität in Ballungsgebieten. 5G erlaubt einfach mehr Geräte in einem Netz, anders noch als bei 4G, und damit ist auf jeden Fall sichergestellt, dass du dann auch immer eine Verbindung hast. Möchtest du dann mit der Apple Watch Ultra 3 telefonieren und hast eine eSIM-Karte, dann kannst du auf jeden Fall auch dein Handy zu Hause lassen, bist dann immer erreichbar und über die 3 Mikrofone, die auch eine Windunterdrückung haben, bist du jederzeit sehr gut verständlich. Des Weiteren bietet uns die Apple Watch Ultra 3 dann auch einen Bluetooth-Chip an. Dabei unterstützt die Apple Watch Ultra 3 mittlerweile dann auch Brustgurte und du hast auch die Möglichkeit, ein Rad-Leistungsmesser zu verbinden. Ich habe zum Beispiel Garmin Rallye-Pedale, da kannst du die Kurbellänge hinterlegen und diese auch kalibrieren und du bekommst dann auch die Leistungswerte während der Radfahrt angezeigt. Du hast zum Beispiel auch die Möglichkeit, mit dem iPhone dieses als Radcomputer zu benutzen, um auch die Daten direkt hier auf dem Lenker anzeigen zu lassen. Und was bei einer Outdoor-Uhr auch nicht fehlen darf, ist dann auch der Kompass. Apple geht hier nochmal einen Schritt weiter. Du hast mit dem Kompass auch die Möglichkeit, die sogenannte Backtrack-Funktion zu nutzen. Das heißt also, wenn du losläufst, werden dann die Punkte gespeichert, wo du unterwegs warst, kannst du dich dann da auch wieder zurück navigieren lassen. Oder du hast auch die Möglichkeit, Wegpunkte zu speichern oder ein geparktes Auto und dann kannst du auch hier mit dem Kompass wieder zurück navigieren. Die Apple Watch Ultra 3 verfügt dann auch über einen barometrischen Höhenmesser, der dann während der Tour auch die Höhen anzeigen kann. Es gibt leider ein kleines Manko, du kannst am Barometer selber jetzt hier keine Unwetterwarnung einstellen. Das misst du jetzt nicht selber, das geht dann nur über die verbundenen Dienste und dafür brauchst du dann auch wieder hier einen LTE-Zugang, damit du hier die Wetterwarnung bekommen kannst. Und zu guter Letzt hat die Apple Watch Ultra 3, wie auch schon seine Vorgänger 1 und 2, einmal die Möglichkeit, die Wassertemperatur zu messen, aber auch einen Tiefensensor mit an Bord. Besser gesagt, die Apple Watch Ultra 3 ist dann bis 100 Meter wasserdicht und du kannst die Uhr bis zu 40 Meter Wassertiefe auch bedienen, ohne dass hier Beschädigungen stattfinden. Kurzum, du kannst diese dann auch hier als Taucher benutzen und dafür gibt es dann zum Beispiel die App Ocean Plus. Da hast du dann hier auch wirklich einen Tauchcomputer mit dabei, der natürlich deine Tauchgänge protokolliert und alle weiteren Daten berechnet, die hier fürs Tauchen relevant sind. Da ich jetzt aber selber kein Taucher bin und keine Erfahrung habe, kann ich jetzt auch nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Solltest du mit der Apple Watch Ultra 3 schon mal getaucht sein, schreib mir gerne in die Kommentare, wie da deine Erfahrung war. Viel bekannt aus der Apple-Werbung sind natürlich immer wieder die Fitnessfunktionen, die hier angeboten werden. Und so bietet uns natürlich auch hier die Apple Watch Ultra 3 die altbekannten Aktivitätsringe an.
Einmal bestehend aus dem Kalorienziel, Stehzeitziel und Aktivitätszeitziel. Du hast dann auch die Möglichkeit, die Ziele auch innerhalb der Tage verschieden anzupassen. Das heißt also, wenn du mal ein schweres Workout gemacht hast, dann kannst du den nächsten Tag etwas entspannter angehen. Und du hast auch die Möglichkeit, wenn du krank bist, dann erstmal die Ziele zu stoppen. Warum ist das wichtig? Viele sind hier auf Auszeichnung aus, die man auch sammeln kann als kleine Motivation. Und damit bleiben deine Streaks erhalten, falls du nochmal krank werden solltest. Und du hast dann auch die Möglichkeit, mit Apple Fitness Plus hier deine Trainingsmöglichkeiten zu erweitern. Sei es jetzt für Yoga, HIIT, Krafttraining oder auch Indoor-Training, wie zum Beispiel Radfahren. Das ist aber jetzt nicht zwingend notwendig, weil es kostet nämlich dann auch ein Abo. Aber solltest du die Apple One nutzen, dann ist die Fitness Plus auf jeden Fall mit dabei. Des Weiteren bekommen wir mit der Apple Watch Ultra 3 dann auch die EKG-Messung angeboten, die dann zum Beispiel Vorflimmern erkennen kann. Oder du bekommst auch eine Meldung, wenn unregelmäßige Herzfrequenzen sein sollten, so als kleine Warnung, dass du vielleicht zum Arzt gehst. Natürlich ist dann auch eine Blutsauerstoffmessung mit dabei. Und was wir mit WatchOS 26 neu hinzubekommen haben, ist dann auch die Erkennung von Bluthochdruck. Besser gesagt, du bekommst dann eine Mitteilung angezeigt. Das dauert aber 30 Tage, bis kalibriert ist und dann kannst du hier diese Funktion dann nutzen. Diese Funktion steht aber leider nur der Apple Watch Ultra 2 und 3 dann zur Verfügung. Für die Apple Watch Ultra 1 gibt es dann hier nicht mehr. Ein wichtiger Aspekt für die Erholung ist natürlich dann auch der Schlaf. Und so bietet uns die Apple Watch Ultra 3 auch die Möglichkeit, hier eine Schlafaufzeichnung durchzuführen. Und dies ist auch wirklich sehr präzise. Sowohl die Einschlafphasen, Aufwachphasen werden wirklich sehr gut erkannt. Auch Nickerchen kann die Apple Watch Ultra 3 mittlerweile erkennen. Und was wir mit WatchOS 26 neu hinzubekommen haben, ist dann auch der Schlafindex, der einfach mal euer Schlaf insgesamt auswertet, anhand von Punkten, ob es ein guter Schlaf war oder ein schlechter Schlaf. Aber auch diese Funktion bekommen wir auf die Ultra 1 und 2 ebenfalls mit ausgerollt. Was leiderhin weiter fehlt, ist bei der Apple Watch Ultra 3 so eine Stressüberwachung über den Tag oder eine Art Body Battery oder vielleicht auch die Aussage, ob du jetzt bereit bist, ein Training durchzuführen oder auch nicht. Möchtest du aber solche Daten haben oder solche Auswertungen, dann gibt es Apps wie Bevel, Peakwatch, Athletic oder Sonar Health, die das dann für dich nochmal genauer aufarbeiten auf Grundlagen der Daten der Apple Watch Ultra 3. Kleines Manko, die Apps kosten alle dann hier eine Abogebühr. Apple bietet dann hier eine Alternative an, die aus meiner Sicht hätte auch weiterentwickelt werden können, und zwar die sogenannten Vitalwerte. Diese werden dann nach dem Schlaf ermittelt und setzen sich zusammen einmal aus der Schlafdauer, Blutsauerstoffwerte, die Temperatur, die Atemfrequenz und die nächtliche Ruheherzfrequenz. Und hier kann man dann auch ablesen, ob es dann Auffälligkeiten gibt oder auch nicht. Und das könnten auch die ersten Zeichen sein, ob du vielleicht zum Beispiel krank wirst oder zu viel trainiert hast. Der nächste spannende Punkt sind die Trainings bzw. Trainingserstellung selbst. Du hast ja die Möglichkeit, mit der Apple Watch Ultra 3 dann auch strukturierte Workouts oder generelle Trainings durchzuführen. Diese wurden dann früher sehr fummelig auf die Uhr eingestellt. Das war sehr unpraktisch. Mittlerweile hat Apple das mit WatchOS 26 geändert. Da ist nämlich die Möglichkeit, über das iPhone hier die Trainings zu erstellen und auch direkt über das iPhone zu starten. Oder du hast dann auch die Option, wenn du ein Training durchführst, hier die Trainingseinheiten direkt auf dem iPhone zu spiegeln. Was die Trainingsmöglichkeiten dann an sich angehen, so hast du einmal die Möglichkeit, während des Laufes nach Zielen zu laufen, sei es nach Kalorienziel, Zeitziel oder Distanzziel. Du hast die Möglichkeit, dann auch eigene Intervalle zu erstellen, je nachdem, wie du das haben möchtest. Mit der Pacer-Funktion gibt es die Option, dass du dann auch hier eine Zeit festlegen kannst, die du erreichen möchtest, zum Beispiel für einen Wettkampf. Da hast du auch immer direkt einen Überblick, ob du dann vor der Zeit bist oder nach der Zeit. Oder du hast auch die Möglichkeit, wenn du schon eine Strecke absolviert hast in der Gegend, wo du gerade bist, dann kannst du auch gegen deine alte Strecke antreten. Ein kleines Manko hier, da hat Apple aus meiner Sicht nicht weitergedacht. Du bekommst nämlich hier keine Navigation angezeigt, wie der Streckenverlauf war. Den musst du exakt genau noch wissen. Du bekommst lediglich einen Hinweis, ob du die Strecke verlassen hast oder noch auf der Strecke drauf bist. Was es leider auf der Apple Watch Ultra 3 nicht gibt, sind zum Beispiel eigene Trainingspläne, die du erstellen kannst. Da musst du auch wieder hier auf Apps wie zum Beispiel Runner zurückgreifen, aber die kosten natürlich auch hier wieder eine kleine Abogebühr. Beim Aktivitätstracking selbst hast du hier eine große Auswahl an Sportarten, die du nutzen kannst, sei es Laufen, Radfahren, Indoor, Outdoor. Es gibt dann Schwimmen oder auch Triathlon. Was es leider nicht gibt, ist zum Beispiel Erstellung individueller Aktivitäten oder besondere Profile wie für Mountainbike. Das ist leider hier nicht enthalten. Das läuft zum Beispiel nur über Radfahren. Was du da aber machen kannst, du kannst dann auch die Datenfelder selber konfigurieren, wie du das haben möchtest, wobei die Vorauswahl von Apple wirklich schon sehr gut gemacht ist. Du hast dann zum Beispiel die Möglichkeit, während des Laufens die Leistungsmessung im Handgelenk anzeigen zu lassen. Natürlich bekommst du auch eine Übersicht über deine Pace, aber auch Laufeffizienzwerte werden unterstützt. Du bekommst eine Übersicht der aktuellen Herzfrequenz oder du hast dann auch eine Übersicht, wie viele Anstiege du schon hier während des Laufes durchgeführt hast. Nach dem Training ist auch vor dem Training, oder besser gesagt, ist es auch wirklich wichtig, gesund zu trainieren und nicht zu viel zu trainieren.
Und daher ist auch der Trainingsload interessant und wichtig, den mittlerweile Apple hier anbietet. Zu einem werden nach den Aktivitäten deine Aktivitäten mit einer Anstrengung bewertet. Das heißt also, wie anstrengend war das für dich? Beim Lauf zum Beispiel wird dann auf die Herzfrequenz zurückgegriffen, auf deine Pace. Du kannst die Werte aber selber auch noch überschreiben, wenn es für dich anstrengender war oder dich anstrengender angefühlt hat. Beim Krafttraining selbst musst du selber entscheiden, wie anstrengend das war. Und Basis darauf wird dann ein Trainingsload oder eine Trainingsbelastung erstellt. Und dabei bekommst du auch direkt angezeigt, ob du zu viel trainierst, ausgeglichen trainierst oder zu wenig. Die weiße Linie ist dann die Langzeitlinie und dein aktuelles Training, das schlingelt sich dann so ein bisschen entlang der weißen Linie. Und ein großer Pluspunkt des Trainingsloads: Du kannst ihn nämlich auch individuell für diverse Sportarten anzeigen lassen, zum Beispiel Trainingsload für den Kraftsport, Trainingsload nur fürs Laufen oder fürs Radfahren oder natürlich dann alle Aktivitäten, die du hier über den Tag gemacht hast, beziehungsweise in den letzten Wochen. Und dennoch würde ich mir von Apple wünschen, dass man so eine Art Trainingsbereitschaft angezeigt bekommt, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, weil die Trainingsbelastung ist ein Punkt, aber es ist auch ein wichtiger Punkt, wie ist deine HRV, wie ist dein Schlaf, wie ist deine Erholung. Das sind so verschiedene Faktoren, die hier zusammenspielen und hier könnte Apple auf jeden Fall noch viel mehr leisten. Die Daten sind ja alle vorhanden. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich dann das Thema Sicherheit. Zu einem gibt die Apple Watch Ultra 3 eine Auskunft, wie der Sonnenaufgang, Untergang in deiner Region ist. Das ist ganz wichtig, wenn du zum Beispiel in den Bergen unterwegs bist und wissen willst, wann die Sonne untergeht. Du hast dann auch eine Sirenenfunktion mit an Bord. Damit kannst du dich dann wirklich auf dich aufmerksam machen. Die ist auch sehr laut und wirklich sehr hilfreich. Und daneben unterstützt die Apple Watch Ultra 3 dann auch eine Sturzerkennung. Und du hast im Notfallpass die Möglichkeit, auch deine Daten zu hinterlegen, falls dir was passiert. Oder du hast auch die Option, hier einen SOS-Notruf abzugeben. Das ist auf jeden Fall auch hier gewährleistet mit der Apple Watch Ultra 3. Ebenfalls unterstützt die Apple Watch Ultra 3 dann auch die sogenannte Wegbegleiterfunktion. Das heißt also, wenn du irgendwo allein unterwegs bist, kannst du einem Empfänger die Daten schicken, wo du gerade bist, beziehungsweise wenn dir was passiert, bekommt er da auch einen Alarm. Hier gibt es aber leider ein kleines Manko. Der Empfänger braucht auf jeden Fall auch hier iMessage, sonst funktioniert das hier nicht. Also Drittanbieter-Apps oder über Samsung-Handys ist das leider nicht empfangbar. Und was wir neu mit der Apple Watch Ultra 3 bekommen, ist dann die Satellitentechnologie. Besser gesagt, in Deutschland hast du dann die Möglichkeit, über Satellit SOS-Notrufe abzugeben oder du kannst dann auch deine Standorte teilen. Was es leider nicht gibt, ist dann hier Nachrichten via Satellit abzuschicken. Das wird in Deutschland hier so nicht unterstützt. Großer Vorteil gegenüber anderen Mitbewerbern, wie zum Beispiel Garmin: Du hast dann hier 2 Jahre das Ganze kostenlos und musst dich erst nach 30 Tagen wieder ein Abogebühr abschließen. Ein aus meiner Sicht kleines Manko der Apple Watch Ultra 3 ist weiterhin die Navigation. Du hast zwar die sogenannte Backtrack-Funktion, die ich vorhin schon erwähnt habe. Du hast auch die Möglichkeit, Routen auf dem iPhone zu planen, auf die Apple Watch zu übertragen und diese dann abzulaufen. Diese basieren dann hier auf Apple Maps Karten. Was es aber leider nicht gibt, ist die Möglichkeit, eine Aktivität aufzuzeichnen und zeitgleich in der Aktivität auch eine Navigation durchzuführen. Du musst dann hier 2 Apps öffnen, einmal die Navigation und dann einmal die Aktivität selbst. Dann kannst du das machen, aber das ist auf jeden Fall nicht die Lösung, wie man sowas umsetzt. Und solltest du mal wandern gehen und möchtest aber eine Aktivität und die Routenführung in einer App haben, beziehungsweise in einer Funktion, dann empfehle ich dir auf jeden Fall die App Work Outdoors oder Foodpath. Beide Apps bieten die Möglichkeit, hier Offline-Karten mitzunehmen, eine Routenführung durchzuführen und je nach App kannst du dann auch hier die Datenfelder nochmal anders einstellen und hast dir alles im Überblick. Aber ich würde mir auf jeden Fall irgendwann mal wünschen, dass Apple den nächsten Schritt geht und auch die Navigation innerhalb der Aktivität anbietet und nicht hier mit so einer Krückenlösung. Wenn wir dann einen Blick auf das GPS-Tracking schauen, so bietet uns die Apple Watch Ultra 3 ja das sogenannte L1 und L5 Band an, also das beste GPS, was man auf dem Markt bekommen kann. Und das zeigt sich dann auch in den Daten, sowohl zwischen den Häusern als auch in den Wäldern habe ich hier wirklich sehr gute Track-Aufzeichnungen bekommen. Auch die Distanzberechnung bzw. die Entfernung sind hier wirklich alle akkurat bzw. sind hier plausibel, was uns die Apple Watch Ultra 3 hier anbietet. Ganz interessant sind natürlich dann auch die Herzfrequenzdaten während der Aktivität. Apple hat ja diesen Sensor nicht geupdatet, muss es auch nicht, weil der Sensor ist weiterhin wirklich sehr gut. Einer der besten optischen Sensoren auf dem Markt. Das sieht man auch bei meinen Läufen, die ich gemacht habe. Die Verläufe gegenüber eines Brustgurtes wurden immer hier sehr gut erkannt. Und selbst bei meinen Trailläufen, die ich durchgeführt habe, hat die Uhr das immer sehr gut erkannt gegenüber eines Brustgurtes. Aber was man auch erwähnen muss, ist, dass es hier und da manchmal zu Problemen kommen kann, was die Herzfrequenzmessung angeht. Gerade bei meinem zweiten Traillauf kann man ganz gut sehen, hier sind immer so kleine Dips mit dabei. Und bei meiner Trailabfahrt mit dem Fahrrad kann man auch ganz gut sehen, dass hier die Messung für ein paar Sekunden ausgesetzt hat. Das ist ein Phänomen, das hatte ich auch schon mit der Ultra 2 und 1, dass hin und wieder mal so ganz kurze Aussätze sind bei der Messung. Es kommt nicht oft vor, aber es ist auf jeden Fall auch hier schon bei meinen Tests mit vorgekommen.
Und dennoch muss man sagen, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die Gravel-Radfahrt anschaut, performt hier die Apple Watch Ultra 3 wirklich sehr gut. Sowohl die Anstiege als auch die Abfahrten werden sehr gut erkannt. Das bekommt so manche Sportler überhaupt nicht richtig hin, gerade bei den Abfahrten, wo sehr viele Erschütterungen hier auf den Lenker kommen. Und zu guter Letzt werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Krafttraining. Die Apple Watch Ultra 3 erkennt hier die Verläufe wirklich sehr gut während des Krafttrainings, wenn auch die kleinsten Spitzen nicht ganz akkurat sind. Aber die Apple Watch Ultra 3 gehört mitunter zu den besten Uhren, was das Aufzeichnen von Krafttraining mit einem optischen Sensor angeht. Zu guter Letzt werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Akkulaufzeit. Apple gibt ja bei normaler Nutzung eine Laufzeit von bis zu 42 Stunden an und 72 Stunden im normalen Stromsparmodus. Rechnerisch würde also die Uhr so 2,5 Tage halten im normalen Betrieb. Realistisch gesehen lädt man aber eigentlich alle 2 Tage die Uhr auf, wenn man so einen Rhythmus hat. Meistens, wenn man morgens aufsteht, macht man einen Lader und dann ist eigentlich auch schon wieder alles ausreichend für die nächsten Stunden. Das Ähnliche haben wir dann auch bei den Aktivitätsaufzeichnungen. Die Apple Watch Ultra 3 hat hier eine Laufzeit von bis zu 14 Stunden im Normalbetrieb und bis zu 35 Stunden im Stromsparmodus. Die 14 Stunden kann ich auch soweit bestätigen, da komme ich auf die Werte auf jeden Fall hin. Ich habe auch mal einen Akkutest mit der Ultra 2 gemacht, kannst du mal reinschauen, da hat es auf jeden Fall auch den ganzen Tag gehalten, hat alles aufgezeichnet. Ehrlich gesagt habe ich aber den Stromsparmodus in den letzten Jahren, seit ich den Apple Watch nutze, nie genutzt. Das sind theoretische Werte, aber man büßt auf jeden Fall GPS-Genauigkeit ein, Herzogensdaten und das ist natürlich die Frage, was man hier haben möchte, genauere Daten oder eine längere Laufzeit. Ja, da komme ich auch zu meinem Fazit der Apple Watch Ultra 3. Lohnt sich ein Upgrade von der 2 auf die 3? Das eher nicht. Wenn du jetzt nicht Satellitenfunktion benötigst und das neuere Display, dann bist du mit der Ultra 2 wirklich sehr gut bedient. Wenn du die Ultra 1 hast, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, auf die Ultra 3 zu gehen. Und hast noch keine Ultra, dann kannst du vielleicht sogar überlegen, ob du die günstige Ultra 2 nimmst oder natürlich dann die Ultra 3, falls dann alle Daten hier zusagen, die ich dir jetzt gezeigt habe. Und nun ist natürlich die Frage, ist die Apple Watch Ultra 3 als Sportuhr geeignet? Auf jeden Fall hat die Uhr sehr viele Sprünge nach vorne gemacht, softwaretechnisch, das heißt jetzt ein Leistungsmesser könnt ihr jetzt verwenden vom Radfahren oder bekommt es auch Trainingsbelastungswerte angezeigt. Das können aber auch schon die Vorgängermodelle, das ist jetzt nicht Ultra 3 exklusiv. Wenn es dann aber tiefer in die Datenauswertung gehen soll, dann sind weiterhin noch kostenpflichtige Apps wie Bevel oder Athletic oder Runner interessant, gerade für Trainingspläne, weil das gibt es alles hier noch nicht auf der Apple Watch. Großer Pferdefuß aus meiner Sicht ist weiterhin noch die Akkulaufzeit. Wenn man gleich mal aber auch sagen muss, eine Tagestour kannst du auf jeden Fall mit der Uhr aufzeichnen. Und ich würde auch fast behaupten, dass für 80-90% der Leute das hier völlig ausreichend ist, was dann hier das Aktivitätstracking angeht. Aber ich kann auch verstehen, wenn viele sagen, okay, ich muss die Uhr alle 2 Tage aufladen, da habe ich keine Lust drauf. Das ist auf jeden Fall hier gegeben und ist natürlich eine Sache, die hier im Apple-Kosmos ein Problem ist. Aber dennoch komme ich immer noch zum Fazit, suchst du eine sehr gute Smartwatch, die eine Trainingsfunktion hat, gehört die Apple Watch Ultra 3 mitunter zu den besten Uhren, was du in dieser Kombination bekommen kannst. Wenn du natürlich dann mehr Richtung Sport gehst, dann ist natürlich eher eine Garmin interessant oder eine Suunto-Uhr oder eine Polar-Uhr. Die haben natürlich hier andere Stärken, haben aber große Schwächen dann hier bei den smarten Funktionen. Du kannst mir gerne einen Kommentar schreiben, was du von der Apple Watch Ultra 3 hältst. Ist das eine Sportuhr für dich? Würdest du diese als Sportuhr kaufen? Oder hast du eine andere Uhr? Willst du vielleicht umsteigen? Schreib es mir gerne rein. Ich freue mich auf einen regen Austausch. Wenn du noch mehr um die Apple Watch Ultra 3 sehen möchtest, ich habe auch mal einen Vergleich gemacht mit dem Vorgänger, das verlinke ich dir unten mal. Beziehungsweise wenn du zwischen der Series 11 und Ultra 3 überlegst, da gab es ein Vergleichsvideo, da kannst du mal reinschauen, wie da der Vergleich war. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall gerne auch einen Daumen hoch da, das freut mich, den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für die Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.